In diesem Video besuchen wir eine der eindrucksvollsten Burgruinen des unteren Neckartals. Die Minneburg, hohe Mauern, mächtige Geschütztürme und der hoch aufragende Palas lassen noch heute erahnen, welche Bedeutung die Anlage einst besaß. Ihre Geschichte beginnt als kleine Burg aus der späten Stauferzeit. Später entstand daraus eine mächtige Festung. Doch auf den Ausbau folgten Belagerung, Verfall, tragische Sagen und der rätselhafte Tod einer unbekannten Gefangenen. Die Minneburg ist offiziell nur zu Fuß erreichbar. Der schnellste Weg beginnt bei Gutenbach und führt über einen schmalen, steilen Pfad rund 130 Höhenmeter hinauf. Alternativ erreicht man die Ruine von Wanderparkplätzen bei Neunkirchen oder Neckarkatzenbach über Wander- und Forstwege. Die Minneburg liegt auf einer schmalen Felsterrasse über dem Neckar. 3 Seiten fallen steil zum Tal ab. Nur über den Bergrücken war die Burg gut erreichbar. Deshalb sicherte dort ein tiefer Halsgraben die gefährdete Seite. Von dieser Lage aus ließen sich der Neckar als Verkehrsweg, die Wege entlang des Flusses und die Zugänge zu den umliegenden Dörfern überblicken und sichern. Damit war die Minneburg zugleich Herrschaftssitz, Verwaltungszentrum und befestigter Außenposten. Ein genaues Baujahr und der erste Bauherr sind nicht überliefert. Die Minneburg entstand vermutlich während des 13. Jahrhunderts gegen Ende der Stauferzeit. Möglicherweise war sie damals eine Reichsburg. Baumerkmale am Bergfried weisen auf die Zeit rund um 1300. Wer den Bau veranlasste, liegt bis heute verborgen hinter den Schleiern der Geschichte. Erstmals urkundlich erwähnt wird die Burg 1338 als Minnenberg. Damals gehörte sie den Rütt von Collenberg. Wenig später verkaufte Eberhard Rütt die Anlage an Pfalzgraf Ruprecht I. Damit kam die Minneburg zur Kurpfalz. Woher der Name Minneburg stammt, ist nicht eindeutig geklärt. Erst eine später entstandene Sage verband ihn mit der unglücklichen Minna und ihrer großen Liebe. Ursprünglich könnte der Name Minnenberg jedoch auf eine ältere Bezeichnung des Schlossbergs zurückgehen, die mit Wasser, Wassergeistern oder sogenannten Meerminnen verbunden war. Vielleicht verweist der Name damit auf jene Quellen oberhalb der Burg, die einst ihre Bewohner versorgten. Von der ältesten Kernburg blieben vor allem der untere Teil des Bergfrieds und die Mauern eines gegenüberliegenden Wohngebäudes erhalten, das später als Küche diente. Die damalige Burg war kleiner und von einer Ringmauer umgeben. Noch heute ist sie als deutlich abgegrenzter Kern der Gesamtanlage erkennbar. Der heute nur noch als niedriger, eckiger Turmstumpf sichtbare Bergfried ragte einst weit über die Mauern hinaus. Eine neue Epoche der Minneburg begann 1518. Die Kurpfalz übergab sie als erbliches Lehen an Wilhelm vom Habern, Vogt zu Heidelberg und kurpfälzischen Obermarschall. Die alte Burg war teilweise baufällig und entsprach nicht mehr den Anforderungen der Feuerwaffenzeit. Wilhelm ließ sie deshalb zu einem repräsentativen Wohnsitz und zugleich zu einer wehrhaften Festung ausbauen. Rund um die mittelalterliche Kernburg entstand ein weitläufiges Verteidigungssystem. Eine mächtige Zwingermauer, zahlreiche Schießscharten und mehrere runde Geschütztürme sicherten besonders die gefährdete Bergseite. 3 dieser Türme prägen die Ruine noch heute. In der Vorburg standen Wirtschaftsgebäude, Ställe, Speicher und Unterkünfte. Viele davon waren vermutlich in Fachwerkbauweise errichtet, weshalb hauptsächlich Fundamente erhalten blieben. Der Zugang führte über eine Brücke durch den befestigten Torbereich. Von dort stieg eine Rampe weiter zur Hauptburg hinauf. Spannend ist ein enger Gang an einem der Rundtürme, der möglicherweise als Not- oder Fluchtweg diente. Das auffälligste Bauwerk der Minneburg ist jedoch der dreigeschossige Renaissance-Palas. Er wurde in die ältere Ringmauer eingefügt und besaß Wohnräume, große Fenster, einen Treppenturm und einen Erker zur Neckarseite.
Besonders der hohe Ostgiebel und die mächtige Südfassade prägen bis heute die Silhouette der Burg. Die bekannteste Sage der Minneburg erzählt von Minna von Horneck. Sie liebte den armen Ritter Edelruth, sollte jedoch einen reichen und mächtigen Grafen heiraten. Während Edelruth auf einen Kreuzzug zog, floh Minna mit ihrer Zofe vor der erzwungenen Hochzeit in eine Höhle am Schlossberg. 7 Jahre wartete sie dort vergeblich und starb kurz vor seiner Rückkehr. Mit Hilfe seines treuen Hundes fand Edelruth schließlich ihr Grab. Aus Trauer soll er an dieser Stelle die Minneburg erbaut und ein steinernes Hundebild als Erinnerung angebracht haben. Historisch entstand die Sage jedoch wohl erst später, um den bereits bestehenden Namen der Burg zu erklären, und nicht umgekehrt. Der große Ausbau war erst wenige Jahre abgeschlossen, als 1525 der Bauernkrieg Südwestdeutschland erschütterte. Für die Minneburg sind jedoch weder Erstürmung noch Plünderung oder Zerstörung belegt. Möglicherweise schreckten ihre neuen Mauern, Schießscharten und Geschütztürme Angreifer ab. Obwohl das Dach längst verschwunden ist, ragen große Teile des Palas noch bis zu ihrer ursprünglichen Höhe auf. Die sichtbaren Balkenlagen zeigen, wo einst hölzerne Decken seine 3 Geschosse voneinander trennen. Heute schützen ergänzte Holzböden und abgedichtete Decken Teile des Bauwerks vor Regen und weiterem Verfall. Eine belegte militärische Auseinandersetzung folgte Ende 1565. Nach dem Tod des Lehnträgers Hans vom Habern kam es offenbar zum Streit um die Rückgabe der Burg an die Kurpfalz. Wer die Übergabe verweigerte, ist nicht überliefert. Möglicherweise hielten Angehörige, Bedienstete oder die verbliebene Besatzung die Minneburg zunächst weiter besetzt. Kurpfälzische Truppen belagerten die Anlage daraufhin für kurze Zeit. Über größere Kampfhandlungen oder Schäden ist nichts bekannt. Vermutlich wurde die Burg nach kurzer Verhandlung übergeben. Bereits ein Jahr später richtete die Kurpfalz hier eine sogenannte Kellerei ein, also einen Verwaltungssitz. Von der Burg aus wurden nun Abgaben, Naturalien, Besitzrechte und herrschaftliche Einnahmen der umliegenden Orte verwaltet. Mehr als 5 Jahrzehnte später begann der Dreißigjährige Krieg. Die Kurpfalz geriet früh zwischen die Fronten der protestantischen und katholischen Mächte. Damit gewann auch die Minneburg erneut militärische Bedeutung. Ihre mächtigen Rundtürme waren eigens für Kanonen und Feuerwaffen errichtet worden und galten einst als moderne Verteidigungsanlagen. Doch nun mussten sie zeigen, ob sie auch schweren Belagerungsgeschützen standhalten konnten. Während des März 1622 rückten bayerisch-ligistische Truppen gegen die Minneburg vor. Der Angriff richtete sich gegen die Bergseite. Dort konnten sich Soldaten sammeln und Belagerungsstellungen angelegt werden. Halsgraben, Zwingermauer und Rundtürme schützten diesen Abschnitt besonders stark. Doch nur dort fanden die Angreifer genügend Raum, um ihre Stellungen aufzubauen und damit die Burg vom höher gelegenen Gelände unter Druck zu setzen. Schwere Geschütze wurden vermutlich über den Neckar nach Gutenbach gebracht, dort ausgeladen und mühsam auf den Schlossberg gezogen. Nach 57 Kanonenschüssen begann die Besatzung am 19. März mit Verhandlungen über die Übergabe. Einen Tag später räumten die kurpfälzischen Verteidiger die Barrikade am Haupttor und verließen die Burg. Eine gewaltsame Erstürmung ist nicht überliefert. Die Minneburg fiel nach schwerem Artilleriebeschuss und einer ausgehandelten Kapitulation. Die kleine Burgbesatzung stand weitgehend allein. Mit schnellem Entsatz war kaum zu rechnen, denn die kurpfälzischen Kräfte waren durch den Kriegsverlauf an vielen anderen Orten gebunden. Zugleich sahen sich die Verteidiger einer überlegenen Belagerungstruppe mit schweren Geschützen gegenüber. Die Kapitulation nach 7 Tagen deutet auf erhebliche Schäden oder einen drohenden Sturmangriff hin. Wurden Burgen, Städte oder Festungen gewaltsam genommen, drohten Plünderung, Gefangenschaft oder Tod. Eine rechtzeitige Übergabe konnte dagegen bessere Bedingungen und möglicherweise den Abzug sichern. Welche Vereinbarungen tatsächlich getroffen wurden, ist jedoch nicht überliefert. Der Untergang der Minneburg geschah nicht durch einen einzigen vernichtenden Schlag.
Der Beschuss während des Dreißigjährigen Krieges beschädigte die Anlage, doch Teile der Burg blieben weiterhin nutzbar. Rund 10 Jahre nach Kriegsende wurde der Verwaltungssitz aufgegeben. Danach begann ein gezielter Teilabbruch. Dächer, Balken, Türen und brauchbare Steine wurden entfernt und andernorts wiederverwendet. Schon wenige Jahre später galt die Minneburg als völlig verödet. Regen drang ungehindert in das Mauerwerk, Frost sprengte Fugen und Gewölbe. So wurde aus dem einstigen Herrschafts- und Verwaltungssitz Schritt für Schritt die heutige Ruine. Das dunkelste Rätsel der Minneburg stammt aus den Wirren des Dreißigjährigen Krieges. Während des Winters zwischen 1636 und 1637 starb eine Gefangene in einem der Türme. Mehr verraten die bekannten Quellen nicht. Ihr Name, ihre Herkunft, der Grund ihrer Haft und die genaue Todesursache sind unbekannt. Denkbar wären ein Gerichtsverfahren, ein Konflikt mit der Amtsverwaltung oder eine Festsetzung während der Kriegswirren. Für Spionage, Schulden oder eine Anklage wegen Hexerei gibt es keinen belastbaren Hinweis. Doch auch solche Gründe lassen sich nicht ausschließen. Kälte, Nässe und Krankheiten innerhalb des Turmverlieses sowie die allgemeine Not der Kriegsjahre könnten zu ihrem Tod geführt haben. Doch die Wahrheit über ihr Schicksal bleibt bis heute verborgen. Besonders ungewöhnlich war die Wasserversorgung. Ein tiefer Schachtbrunnen innerhalb der Burg ist nicht nachgewiesen. Stattdessen nutzte man eine Quelle auf dem weiter ansteigenden Schlossbergrücken, deutlich außerhalb und oberhalb der Anlage. Von dort führte vermutlich eine Rohrleitung zur Burg. Über dem Halsgraben ruhte sie auf 2 gemauerten Pfeilern und mündete in ein Becken hinter der Schildmauer. Technisch war das geschickt, bei einer Belagerung jedoch riskant, denn die Leitung konnte außerhalb der Mauern leicht unterbrochen werden. Heute ist die Minneburg ein stiller Ort über dem Neckartal. Ihre hohen Mauern erzählen noch von Macht, Krieg und vergangener Größe. Doch wer die Burg verlässt und dem Wanderweg weiter bergauf folgt, erreicht eine wesentlich unscheinbarere Stelle, den sogenannten Burgbrunnen. Hinter dem Namen verbirgt sich kein tiefer Brunnenschacht, sondern eine kleine Quelle oberhalb der Burg. Vielleicht lebt in dieser Quelle sogar ein Echo des alten Namens Minnenberg weiter, als Erinnerung an Wasser, Wassergeister und die unsichtbare Lebensader der Burg. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald auf diesem Kanal.